So könnte das Resultat aussehen, wenn eine 9 Kilogramm schwere Drohne mit voller Wucht ein stehendes Auto rammt. Bislang nur Theorie. Die Schweiz verzeichnet bis dato nur Sachschäden. Dennoch, AXA warnt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch Personen zu Schaden kämen. Für uns ist es wichtig, rechtzeitig zu reagieren. Es fehlen gewisse grundlegende Punkte bei den Drohnen, zum Beispiel, dass sie nicht registriert und nicht gekennzeichnet sind. Und da sind wir der Meinung, dass wir reagieren sollten heute, um in Zukunft einen sicheren Verkehr sicherstellen zu können. In Deutschland zum Beispiel gilt seit letztem Jahr bereits eine Kennzeichnungspflicht für Drohnen ab 250 Gramm. Auf Anfrage der Tagesschau erklärt das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, es setze sich für eine einfache elektronische Registrierung ein. Aber für die Registrierung von Drohnen müssen wir die neue EU-Drohnengesetzgebung abwarten. Die AXA fordert zudem, dass sämtliche Piloten einer Drohne ab 500 Gramm Gewicht eine Theorieprüfung absolvieren. Für Drohnen ab 900 Gramm zusätzlich eine praktische Weiterbildung. Uli Sager, Präsident vom Schweizerischen Verband ziviler Drohnen, geht dies zu weit. Wir sehen heute viele Drohnenoperationen, die mit wenig Risiko betrieben werden können. Fernab von Personen, fernab von Flugplätzen sollte kein großer bürokratischer Aufwand notwendig sein, um Drohnenflug als Hobby oder als Beruf ausüben zu können. Bereits heute gibt es für das Fliegen von Drohnen viele Regeln. So muss der Pilot zum Beispiel immer Sichtkontakt zum Flugobjekt haben und darf nicht über Menschenansammlungen fliegen mit einer Drohne, die schwerer ist als 500 Gramm. In den Augen der Versicherer genügt dies noch nicht.